elektrisch öffnenden Kofferräume. Also hier gibt es so einen Schalter, der nichts mehr macht. Dass man das hier außen öffnen kann, das tut es leider auch nicht mehr. Hier sitzt das Verdeck. Ja, moin zusammen, wieder ein neues Video von Automobil Depression. Heute haben wir wieder einen Exoten, wieder eine Marke, die es nicht mehr gibt. Saab oder wie der Schwede sagte, Saab. Eine tolle Marke aus Trollhättan in Schweden. Ursprünglich ein Flugzeugbauer, bauen heute noch Flugzeuge unter dem Namen. Ja, Saab ist seit, weiß ich nicht, 2010, 12, glaube ich, tot. Letzte Auto war der 9.5. Den noch ansatzweise, der wurde noch produziert. Das sind heute so relativ gesuchte Liebhaberobjekte. Naja, und dieser Saab 900, oder genau genommen ist das hier schon ein 9.3, aber er basiert auf dem 902, also das zweite Modell des 900, war sozusagen die erste Saab-Entwicklung unter GM, General Motors Rigide. Das war für viele Saab-Enthusiasten ein Riesenschock. Ja, der Saab 900 der ersten Generation war komplett in die Jahre gekommen. Man hat sich überlegt, was macht man, und dann hat General Motors, glaube ich, 50% von Saab damals übernommen, von Saab Automobile, und hat dann die Plattform des Vectra, Opel Vectra A genommen und aus den anderen Baukästen Sachen genommen, die in dieses Auto verbaut wurden. Allerdings waren die Schweden nicht ganz so bekloppt, wie man denkt, denn sie hatten eigene Designer und haben hier ein wirklich, wie ich nach wie vor finde, tolles Design auf die Räder gestellt. Und dieses Auto hat auch zahlreiche Designpreise sogar gewonnen und wurde als Cabriolet sogar sofort mitentwickelt. Das war beim ersten Saab 900 anders. Deswegen ist dieses Saab 900 Cabriolet der zweiten Generation eigentlich, finde ich, fast ein bisschen hübscher als das der ersten Generation. Ja, und dieses Auto war lange im Prinzip überhaupt nicht im Fokus der Autoliebhaber. Ja, also man hat darum einen riesen Bogen gemacht. Der Opel Saab hieß es immer, Vectra A-Plattform, schrecklich. Hinterachse, glaube ich, vom Astra. Und dann gab es auch so Spielereien, dass man hier einen V6-Motor eingebaut hat, der aus den GM-Regalen kam, glaube ich, bei Vauxhall, also der englischen Tochter, gebaut wurde. Aber es gab auch Turbomotoren. Und dieses Auto hier, das hat einen Turbomotor. So, und jetzt werdet ihr euch fragen, warum sieht der eigentlich so komisch gelb aus? Es gab vom Saab 900, wie gesagt, das ist hier ein 9.3. Also nach dem Facelift hieß der 9.3, das war, glaube ich, 99 kam der raus, das Facelift. Gab es vom 900 im Jahre 1997 eine Sonderversion, die nannte sich Mellow Yellow, also gelbe Melone oder sowas Ähnliches. Und dieses Auto wurde von Rinspeed in der Schweiz, das war so ein Tuner, der Herr Rinderknecht hieß der Besitzer des Stalls da in der Schweiz. Rinspeed hat tolle, witzige Autos gebaut, Amphibienfahrzeuge, lustige Cabriolet-Umbauten, und die haben da mit Saab eine Kooperation gemacht, und er hat gesagt, ich baue euch hier ein ganz lustiges Auto. Der Gag an diesem Auto war dieses Gelb und waren so ein paar Attitüden im Innenraum, auch schwarz und so weiter, spezielle Rinspeed-Felgen, und es gab zu jedem Auto, also der das neu gekauft habe, gab es eine IWC-Fliegeruhr dazu mit so einem gelben Armband. Die kostet heute so ca. 8.000, 9.000 Euro, wenn man eine kriegt, die Uhr. Also doppelt so teuer wie das Auto oder dreifach so teuer wie das Auto, wenn es denn kein Mellow Yellow ist. Und dieser Besitzer dieses Autos hat sich irgendwann mal überlegt, ach Gott, das war schon toll mit den Mellow Yellows, ich lackiere den einfach jetzt bei und mache daraus ein Gelb. Falsch ist, vom 9.3 gab es nie ein Mellow Yellow. Falsch ist auch die Farbe, die ist nicht original Rinspeed-Farben. Und diese schwarzen Applikationen, das Auto war nämlich ursprünglich schwarz, gab es beim Mellow Yellow auch nicht. Mellow Yellow sind heute Sammlerstücke. Ja, also wer einen guten hat, der kann glücklich sein. Da gibt es so 8.000, 9.000 Euro für. Für ein normales Saab Cabriolet, was gut funktioniert, 5.000, 6.000 Euro. Das ist extrem wenig Geld für ein viersitziges Cabriolet. Du hast hier ein elektrisches, vollelektrisches Verdeck. Elektrohydraulik. Es gibt, glaube ich, 7 Elektromotoren und ein Hydraulikreservoir, was unter der Sitzbank liegt. Da kann man dann gucken, ob noch alles drin ist. Da muss man die Sitzbank zu ausfriemeln. Naja, dieses Auto ist so ein bisschen lieblos behandelt worden, um es vorsichtig auszudrücken. Also es passt zu unserer depressiven Stimmung. Das kann man noch fahren. Das hat einen 2 Liter Turbomotor. Die ersten hat übrigens beim Saab 900 185 PS. Der hat hier 150 PS. Eigentlich ein toller Motor.
Zu den Motoren ist zu sagen, ich mache das mal auf. Eigentlich komplett unproblematische Motoren. Haben eine Steuerkette, kein Zahnriemen. Die reißt auch in der Regel nicht, die ist auch wartungsarm. Der hat 150 PS aus 2 Litern Hubraum, verbraucht so zwischen 9, 8, 10 Litern. Hier hat jemand eine Gasanlage eingebaut. Nicht so mein Ding, aber das spart natürlich dann zusätzlich. Diese Motoren haben nur ein wirkliches Problem, wie jeder Turbomotor letzten Endes. Sie brauchen halt Pflege und Wartung. Das heißt, Ölwechselintervalle sind penibelst einzuhalten. Dazu neigen diese Motoren zur sogenannten Ölschlammbildung. Das heißt, es empfiehlt sich auch, bei hohen Laufleistungen mal die Ölwanne abzubauen. Das ist gar nicht so kompliziert. Und die grundreinigen und dann wieder einzubauen vom Ölwechsel. Kann man machen. Ersatzteilversorgung ist überhaupt gar kein Problem. Also viele Werkstätten sagen, nee, Saab fasse ich nicht an, Saab fasse ich nicht an, die gibt es ja schon nicht mehr und da kriege ich ja gar keine Teile, ist Blödsinn. Es gibt hier vieles auch aus den GM-Regalen, also Fahrwerkskomponenten, größtenteils GM. Motorkomponenten gibt es alles zu kaufen. Es gibt einen namhaften schwedischen Ersatzteilversorger, der für Volvo und auch für Saab da ist, der immer wieder Sachen nachproduziert. Also man kriegt für dieses Auto fast alles. Andere Problematik ist diese Direct Ignition, also direkte Zündung. Das ist hier eine Zündkassette, hier hängen die ganzen Zündspulen dran. Die gehen auch manchmal kaputt, aber selbst die gibt es. Die kostet ein bisschen Geld, aber selbst die gibt es. Also ich kann immer nur sagen, Saab macht wahnsinnig viel Spaß zu fahren, weil das sind wirklich straffe, tolle Autos. Exzentrische Autos, gibt es nicht mehr viele von. Diese 993 Cabriolets der zweiten Generation sind relativ günstig zu bekommen und genau, also so ein abgeranztes Modell hier würde ich jetzt erstmal nicht mehr empfehlen, weil da kann man sich vielleicht 3.000, 4.000 Euro drauflegen und kriegt eigentlich ein ganz schönes Saab 900 Cabriolet. Ganz viel Spaß machen natürlich die frühen mit den 185 PS, die haben dann noch richtig Leistung. War immer Vorderradantrieb, Allradantrieb gab es bei Saab nicht, Heckantrieb so oder so nicht, Vorderradantrieb. Und beim ersten 900 saß der Motor noch längs, hier sitzt er jetzt aufgrund der Opel-Plattform quer, was aber auch kein großes Problem ist. Er hat typische Saab-Geschichten, wie zum Beispiel das Cockpit. Ja, das war beim ersten 900 schon so und ist auch beim zweiten 9.5er so und selbst beim letzten 9.5er noch so. Es gibt dieses riesen gebogene Oval, was alles quasi in sich birgt. Das kommt so ein bisschen aus dem Flugzeugbau. Ja, man hat hier alle gängigen Instrumente, das ist nachträglich eingebaut worden. Hier sitzt normalerweise so ein Radio, was relativ einfach zu bedienen ist. Damit werde ich jetzt gar nicht fertig. Darunter sitzt die Klimaautomatik. Und dann gibt es hier diesen berühmten Schalter Night Panel. Das kommt auch aus dem Flugzeugbau. Also wenn Piloten abends fliegen, schalten sie im Prinzip im Cockpit alles aus, was nicht unbedingt wichtig ist. Es wird automatisch wieder zugeschaltet, wenn es eine Störung gibt. Also wenn ich jetzt Night Panel anhabe in der Nacht, leuchtet nur der Tacho. Und der geht dann ungefähr nur bis 140, weil ich davon ausgehe, dass ich nachts gar nicht viel schneller fahre als 140. Und ihr seht auch, diese Tachoskala ist ganz lustig bei Saab. Bis 140 sind es große Zahlen und danach, wenn man schneller fährt, wird es kleiner. Wenn ich jetzt aber Benzinmangel habe oder eine Störung habe, leuchtet das Instrument trotz Night Panel sofort wieder auf. Ein lustiges Gimmick, brauchen tut man das nicht im Auto, aber das war halt so die Saab Aerospace Attitüde. Und viele Saab-Besitzer mochten das auch tatsächlich. Genau, ergonomisch ist dieses Auto wirklich toll. Ihr seht schon an diesen Sitzen, die halt auch die beste Zeit hinter sich haben. Das sind fast so Recaro-Sportsitze. Ja, die hatte der Yellow Mellow übrigens serienmäßig. Recaro-Sportsitze. Die haben ganz, ganz tolle Seitenwangen. Man hat hier also so ein richtig tolles Sitzgefühl. Der passt wie so ein Maßanzug, der Wagen. Und man kann zu viert fahren. Man kann hier hinten durchaus auch 2 Erwachsene reinladen. Und man kann mit diesem Auto wunderschön offen durch diesen nicht allzu wahnsinnigen Sommer fahren. Ja, was uns hier an diesem Auto extremst deprimiert, ist zum einen natürlich dieser aufgespritzte Lack. Das ist jetzt nicht richtig professionell gemacht. Also hier sieht man die schwarzen Kanten. Da hat man es vermieden, also die A-Säule oder die B-Säule quasi von innen noch und den Schweller mitzulackieren, aus Kostengründen wahrscheinlich. Das zweite ist, dass hier so Halterungen abgerissen sind. Das kriegt man auch noch, gebraucht natürlich, nicht neu. Aber da muss man sich dann halt drum kümmern, dass das wieder irgendwie fixiert wird. Ja, viele Autos der ausgehenden 90er, Anfang der 2000er Jahre hatten so tolle Sachen wie elektrisch öffnende Kofferräume. Also hier gibt es so einen Schalter, der nichts mehr macht.
Und hier hinten ist so ein Mikroschalter dran, dass man das hier außen öffnen kann. Das tut es leider auch nicht mehr. Also diesen Kofferraum wird man noch aufkriegen. Wahrscheinlich hat Saab, hoffe ich zumindest, in irgendeiner Form darüber nachgedacht, dass man von hinten irgendwie an den Kofferraum kommt. Wir gucken das gleich mal, denn hier gibt es nämlich ein Schloss. Und siehe wohl, man kann diese Sitzbank umlegen. Und jetzt sieht man so ein Stück vom Kofferraum. Ich will das jetzt gar nicht weiter treiben. Und vielleicht hat man hier irgendwo einen Hilfehaken, um diesen Kofferraum aufzukriegen. Hat man bestimmt. Müsste ich jetzt recherchieren, mache ich jetzt erstmal nicht. Hier sitzt das Verdeck. Ich sehe noch keinen Hilfehaken, aber irgendwo wird es den bestimmt geben. Aber zur Not kommt man hier sogar an diesen Kofferraum ran. Ja? Es gab sogar im Zündschlüssel ein Kofferraummodul, also um es aufzumachen, so ein Knopf. Da gucken wir gleich mal, ob das noch funktioniert. Ich tippe nicht. Aber vielleicht haben wir Glück. Also ich ziehe den Schlüssel hier wieder raus. Ist doch toll, dass die abschließbar sind, oder? Also alleine dieses Gimmick, also man kann nicht sofort an den Kofferraum, selbst wenn das Auto offen ist. So, hier ist das Schlüsselsymbol für den Kofferraum. Oh, das funktioniert. Also mit dem Schlüssel kann man diesen Kofferraum noch öffnen und man sieht, man hat hier für so ein viersitziges Cabriolet, das ist ja der Verdeckkasten, hat man doch relativ viel Platz. Ja? Also man hat doch hier relativ viel Möglichkeit, noch was reinzupacken. Also ein wirklich gut durchdachtes Auto. Allerdings, dieses Auto, ist nicht wirklich sonderlich gepflegt. Es ist und bleibt ein 150 PS Auto. Was allerdings reicht, was Spaß macht zu fahren. Ja, wie fährt so ein Saab 900 Cabriolet oder 9.3 in diesem Falle? Wie gesagt, man sitzt hier richtig toll drin, also dank auch dieser tollen, wahnsinnigen Sitze, also richtiges kompaktes Sportwagen-Feeling. Man merkt schon jetzt auch selbst auf diesen guten Straßen, dass man so ein permanentes Vibrieren im Lenkrad hat. Das liegt an diesen Sportfelgen, an diesen Turbofelgen, also mit wirklich dünnen Reifen. Aber zum anderen natürlich auch an dieser Cabriolet-Bauweise. Also das ganze Auto schwingt sich immer permanent auf. Das hat es übrigens auch getan, als es neu war. Das ist jetzt nicht nur ein Zeichen, dass hier in die Jahre gekommenen Fahrzeuge ist. Ganz schlimm war das übrigens bei Volvo Cabriolets, bei dem C70 Cabriolet. Bei dem Saab ging es sogar noch. Und auch Mercedes und BMW Cabriolets haben das so leicht, allerdings ein bisschen besser. Ansonsten dieser Turbomotor hängt trotz mangelnder Pflege noch ganz gut am Gas. Ist jetzt keine Ausgeburt an Spritzigkeit. Aber fährt ganz gut. Wir können jetzt hier nicht so schnell fahren, weil hier eigentlich nur Tempo 30 ist. Wir sind hier in Lübars. Das war früher so der letzte Westteil vor Pankow. Und hier war die Mauer gleich. Und ist immer noch eine sehr, sehr schöne Strecke. Heute ist Freitag, ist leider etwas voll. Aber trotzdem merkt man gleich, dass Cabriolet-Fahren eigentlich sehr viel Freude macht. Gerade auch an diesem doch sehr luftigen Auto. Man hat hier im Vergleich zum modernen Cabriolet eine relativ weite Frontscheibe, die weit nach vorne gezogen ist, also die ja nicht so umhüllt, was ich persönlich nicht mag. Jetzt fahren wir Kopfsteinpflaster und jetzt merkt man, dass das ganze Auto hier ordentlich am Arbeiten ist. Aber relativ wenig Klappergeräusche sogar. Also fast schon faszinierend. Ich dachte, der würde jetzt mehr klappern. Was auch schön ist bei Saab ist halt, dass die eine sehr direkte Lenkung immer hatten. Also man hat ja schon tatsächlich wirklich sehr viel Wert auf Fahrdynamik gelegt. Das merkt man selbst diesem alten Wagen hier an. So, die Instrumente funktionieren. Die Motorstörlampe leuchtet. Das hat man leider sehr oft bei Saab. Dann wird meistens angezeigt, dass eine Lambda-Sonde ein Problem hat. Dann tauscht man die aus und das Problem ist trotzdem noch da.
Manchmal sind es auch einfach korrodierte Stecker in den Steuergeräten, die man beheben kann. Das habe ich schon mal gemacht beim anderen Saab. Das hat dann erstmal Wunder gewirkt, ist dann aber irgendwie nach 2-3 Monaten wiedergekommen. Also das Problem hat man leider immer. Was auch schön ist bei diesem Turbomotor, man kann ihn halt sehr untertourig fahren. Ne? Also man hat hier einen sehr, sehr elastischen Motor. Das mochte ich immer sehr gerne an diesen Saab. Das waren jetzt keine Rennmotoren, aber die waren immer sehr elastisch und dann kommt der Turbo so allmählich, aber ist auch nicht so brutal, sondern so mit so einem leichten Drehmoment und schiebt das Auto dann so nach vorne. Eigentlich eine sehr, sehr schöne, angenehme Fahrweise. Mag ich sehr gerne. Wie gesagt, diese Vibration, auf Dauer wird mich das nerven. Aber das ist ja auch wirklich mit die schlechteste Straße von ganz Berlin. Insofern sei es ihm verziehen. So, es beschleunigt so leicht raus und jetzt hört man auch den Turbo so leicht, der pfeift noch nicht. Also der Motor scheint noch okay zu sein. So ein leichtes Pfeifen und der schiebt so ganz vorsichtig, aber sehr Drehmoment stark voraus. Ich mag das sehr gerne. Jetzt bin ich schon bei Tempo 40 wieder im 4. und kann hier so ganz sachte raus beschleunigen. So, was wir jetzt auch gemerkt haben hier beim Fahren, Klimaautomatik, die macht irgendwas, was sie will, aber nichts Automatisches mehr. Oder viel Automatisches, aber nicht das, was ich will. Also man kann sie de facto nicht mehr richtig einstellen. Klimaanlage, glaube ich, funktioniert auch nicht mehr. Ja, dieses Flüssiggassystem hier ist scheinbar leer. Ich will es jetzt nicht auffüllen, ich weiß nicht tatsächlich, ob es funktioniert. Ich glaube nicht. Bestimmt kaputt. Ja, bis zum Schluss war es bei Saab übrigens so, unabhängig ob es GM war oder Saab Rheinkultur, wenn man den Zündschlüssel das Auto ausmacht und den Schlüssel rausziehen will, muss man vorher den Rückwärtsgang einlegen. Also Saab-Leute wissen das, aber ich erzähle es nochmal für Leute, die das nicht wissen. Starten tut er so, aber zum Rausziehen ist immer der Rückwärtsgang einzulegen. Ja, also erstaunlich, dieses hydraulische Verdeck funktioniert tadellos. Ich zeige euch das jetzt. Man hat hier in der Mitte so einen kleinen Schalter, den drückt man einfach, hält den gedrückt. Muss hier auch kein großes Gedöns machen mit Handbremse an und so weiter. Das geht auch ohne Handbremse. So, und jetzt warte ich, bis das Ganze irgendwie zum Abschluss gekommen ist. Und dann muss ich es noch von Hand verriegeln. Zack. Genau, es ist halt ein klassisches Stoffverdeck, was Liebe braucht. Aber es ist noch nicht so schlecht, dass es verloren ist. Ja? Also es ist noch nicht überall gerissen oder so. Es gibt also spezielle Verdeckreinigungsmittel und Konservierungsmittel, also ähnlich wie bei einer Stoffjacke, dass es wieder regenresistent ist. Und eigentlich ist das ganz schön. Toll ist auch, dass Saab damals schon keine Plexiglas-Heckscheibe genommen hat, sondern eine richtige Verbundglasscheibe. Ja? Das mit beheizbarer Heckscheibe sogar. Also das ist wirklich toll gemacht. Das Auto ist qualitativ wirklich gar nicht so schlecht. Also Cabriolets haben natürlich immer das Problem, dass sie, wenn sie nicht gepflegt sind, die Verdecke, Wasser durchlassen. Ja, teilweise auch durch die Dichtungen, die nicht gepflegt wurden und vielleicht brüchig sind oder alt, das Gummi, dann kommt Wasser in den Innenraum. Bei diesem Saab ist das leider der Fall gewesen. Der steht scheinbar sehr lange draußen. Und ihr seht hier an den Kopfstützen, die sind richtig durchgerostet, also nicht durchgerostet, aber angerostet. Das ist normalerweise verchromt. Und hier ist richtig poröser Rost drauf. Oder ihr seht das da an den Innenverkleidungen. Da schon, ja, da fängt es an zu gammeln. Das ist so Kalk, was quasi vom Verdeck, wo runterkam, schon drauf. Andere Sache bei diesem Auto und bei vielen Autos, die man leider für wenig Geld kaufen kann, ist, dass
viele Leute gemeint haben, sie müssen da elektrisch und elektronisch tätig werden, neue Radios eingebaut haben, Wegfahrsperren eingebaut haben, anderen Blödsinn eingebaut haben. Das hat immer nach meiner Erfahrung das Problem zur Folge, dass du irgendwann Kriegsstrom hast. Und dieses Auto hat das. Wenn du dieses Auto 6 Tage stehen lässt, ist die Batterie leer. Also achtet darauf, dass ihr Autos sucht und vielleicht dann auch kauft, die im Originalzustand sind, gerade was die Elektronik angeht. Dass da keine Zubehörradios eingebaut sind, keine zusätzlichen Wegfahrsperren, keine Piepser hinten, Piepser vorne und diesen ganzen Kram. Man braucht es tatsächlich überhaupt nicht. Die Originalradios in den Saab waren wunderbar und Dolby Surround kriegt man jetzt auch da nicht raus. Also ich würde immer empfehlen, Autos zu kaufen, die original waren. Ja, die ersten Saab 900 waren relativ rostempfindlich. Das ist bei dem zweiten gar nicht mehr so der Punkt. Speziell auch bei den Cabriolets nicht, weil die wurden eigentlich über längere Zeit sehr gepflegt, waren größtenteils auch Garagenfahrzeuge. Dieser nicht, aber selbst der hat keinen signifikanten Rost. Wo es was gibt, ist hinten an der Achsaufnahme und die Achsen selber, so eine Verbundlenker-Hinterachse, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten haben diese Autos eigentlich mit Rost gar nicht so wahnsinnig viel am Hut. Ja, warum man an so ein solches Auto eine Anhängerkupplung baut, erschließt sich mir nicht wirklich. Zumal diese viersitzigen Cabriolets, das ist auch noch ein Manko, das werdet ihr merken, wenn ihr fahrt, die sind halt nicht sehr verwindungssteif. Die wackeln. Also die Karosserie ist halt natürlich verstärkt worden im Vergleich zur Limousine. Wie gesagt, das Auto ist parallel zur Limousine entwickelt worden, aber es ist halt lange nicht so steif wie eine Limousine und das merkt man immer wieder, das zittert alles so ein bisschen, wenn man da über Unebenheiten fährt. Und da ist noch ein Anhänger dran zu hauen. Also ich würde es nicht machen. So, da bin ich jetzt bei meinem Fazit. Ich will euch natürlich auch erzählen, dieses Auto, schätzungsweise 2000 Euro, hat sogar noch TÜV ein Jahr, kostet 2000 Euro. Was würde ich jetzt an diesem Auto machen, wenn ich es denn kaufen würde? Also ich würde zuerst das große, wie ich das immer nenne, Bosch-Programm machen. Ölwechsel, Luftfilter, Zündkerzen, Innenraumfilter und so weiter und so fort. Also das alles mal wechseln, Benzinfilter und so weiter und so fort. Bei diesem Modell, was ich vorhin sagte, mit dieser Ölschleimbildung, unbedingt die Ölwanne abschrauben. Das muss man machen. Das ist bestimmt, der hat nie seine richtigen Ölwechselintervalle bekommen und das hat sich Ölschlamm gebildet. Das führt irgendwann zum Motorschaden. Also bei Saab wirklich wichtig, bei den Turbomotoren Ölwanne runter, Ölwanne sauber machen, neue Dichtung und das Ganze wieder vernünftig zusammenbauen. Das wäre das Erste, was ich bei diesem Auto machen würde. Dann würde ich mir das Fahrwerk genau angucken. Fahrwerkskomponenten gibt es alles, Bremsen und so weiter und so fort. Alle schwedischen Autos neigen leider dazu, dass Bremssättel mit der Zeit fest werden. Da gibt es günstigen Austausch. Guckt euch das an, wie sehen die Bremsscheiben aus, sind die riefig, sind die so ein bisschen bläulich, das heißt bremst er permanent, das heißt dann einen neuen Bremssattel. Das kann man alles alleine machen, wobei ich davon abraten würde, Bremsen alleine zu machen, wenn ich keine Ahnung habe. Das bitte wirklich nur machen, wenn ich das wirklich kann oder das wirklich in eine Werkstatt geben, weil Bremsen sind tatsächlich lebenswichtig in einem Auto. Genau, ansonsten würde ich sagen, für 2000 Euro ein viersitziges Cabriolet mit funktionierendem Verdeck. Das müsst ihr euch übrigens auch immer genau weiß machen. Elektrische Verdecke, elektrohydraulische Verdecke sind Fehlerquellen und wenn sie kaputt sind, werden sie richtig teuer. Also guckt, ob diese Verdecke gut laufen. Wenn man was schmieren kann, schmiert es irgendwie mit so einem speziellen Öl die Gelenke, dass das alles leichtgängig geht. Denn dadurch setzt sich das meistens kaputt und fest und guckt das Öl nach, ob genug Öl in dem Hydraulikbehältnis ist.